Wenn du alte Windows-Versionen und Insider-Builds herunterladen möchtest, dann gibt es eigentlich nur eine Anlaufstelle und das ist nicht die Microsoft Homepage, sondern die Adresse von UUP-Dump, steht für Unified Update Platform. Hier kannst du dir verschiedene Bildnummern raussuchen, die du brauchst und kannst auch jede Windows-Version herunterladen, sogar diejenigen, die Microsoft nicht mehr offiziell anbietet. Das UUP ist ein von Microsoft eingeführtes System, um Windows-Updates effizienter zu verteilen. Und UUP-Dump ist eine Plattform, die es ermöglicht, diese Dateien direkt vom Microsoft-Servern herunterzuladen und in eine startfähige ISO-Datei für Windows 10 oder 11 zu konvertieren, ohne ein Insider-Programm zu nutzen. Wähle am besten nur die letzte Build-Versionen, denn die anderen sind entweder instabil oder enthalten eventuell ungetestete Features. Ansonsten gibt es hier alles, was das Herz begehrt und das von offiziellen Microsoft-Servern, solange ihr nur von der offiziellen Seite herunterladet. Und da jemand in den Kommentaren geschrieben hat, dass er die 23H2 benötigt, wählen wir diese aus zum Test. Dann können wir uns hier unsere Sprache auswählen. Wir nehmen Deutsch, klicken dann auf Weiter. Im nächsten Schritt kommen wir dann zur Editionsauswahl. Hier wählen wir das, was wir brauchen, an. Den Rest können wir natürlich weglassen und bestätigen dann natürlich auch wieder mit Weiter. Hier können wir dann unsere Download-Optionen auswählen, einmal die Updates integrieren, wenn sie verfügbar sind, und bereinigen nach der Update-Integration durchführen, wählen wir auch aus. Oberhalb herunterladen und konvertieren in eine ISO ist schon standardmäßig ausgewählt und dann erstellen wir unser Download-Paket. Nachdem das Paket erfolgreich heruntergeladen wurde, müssen wir die ZIP-Datei zuerst entpacken. Somit extrahieren wir diesen Ordner einfach in den ganz normalen Downloads-Ordner, schließen dahinter die ZIP-Datei und öffnen die UUP Download Windows mit einem Rechtsklick und als Admin. Dann bekommen wir die Sicherheitswarnung, dass wir ausschließlich vertrauenswürdige Skripts ausführen sollen. Diese können wir einmal ausführen, also mit M bestätigen, und der Download-Prozess beginnt. Nun werden alle benötigten Dateien von den Microsoft-Servern gezogen und am Ende in eine ISO gepackt. Währenddessen würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Ansonsten springen wir gleich zum Ende, da der Download-Prozess und die Konvertierung relativ lange dauert. Und damit wir am Ende auch wissen, ob alles richtig funktioniert hat, sehen wir dann am Schluss in grün Finished, und um das Fenster zu schließen, drücken wir dann die 0 oder Q. Und die endgültige gepackte ISO-Datei finden wir nun in dem Ordner, von dem wir alles gestartet haben. Und da die oberste Datei die einzige ISO ist in diesem Ordner, können wir sie ansehen, indem wir auf die Eigenschaften schauen, 6,5 GB und einen Namen, der die Bildnummer enthält. Gehen wir dann in diese rein, sehen wir ein ganz normales Windows-Setup, wie es auch bei jeder anderen ISO der Fall wäre. Ich starte das hier mal, nur um zu zeigen, dass keine Fehler kommen und nichts. Es startet wie gewöhnlich der Installationsprozess. Den werde ich hier natürlich nicht fortsetzen, aber ich installiere die 23H2 zu Testzwecken einfach mal auf einer virtuellen Maschine. Und hier sieht man, dass der ganz normale Installationsprozess gestartet wird, den ich aber jetzt einfach mal bis zum Ende überspringen werde, damit wir dann im Windows mit 23H2 landen. Zwischendurch nochmal zur Erinnerung, nur von der offiziellen UUP-Dump.net Seite herunterzuladen. Es gibt sonst keine andere Seite, die das anbietet, nur diese. Und wenn der tolle Installationsprozess fertig ist, können wir uns hier auf unserem Desktop die Windows-Version ansehen. Und auf dieser virtuellen Maschine befindet sich nun Version 23H2. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere gerne den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.